Vielleicht habt ihr ja schon mal von dem Trend Whipped Coffee gehört. Er ist jetzt ganz brandheiß und wir haben für euch 3 verschiedene Rezepte ausprobiert. Von diesem Video gibt es übrigens auch eine lange Version, die ist jetzt da oben in dem i verlinkt. Wir brauchen 2 Esslöffel Speisestärke, 2 Esslöffel Granulatkaffee, 2 Esslöffel Zucker oder auch eine Zuckeralternative, heißes Wasser, kochendes Wasser und eine Pflanzenmilch. Wir starten mit der Speisestärke. Wer vielleicht schon mal bei YouTube geguckt hat, das funktioniert sehr als essbarer Slime, also eher so ein Video, was man für Kinder guckt. Dann kommt der Kaffee dazu und natürlich Granulatkaffee ist sehr wichtig und dann kommt der Zucker dazu. Das tut ihr zusammen in eine Rührschüssel und dann kommen 2 Esslöffel heißes Wasser dazu, also frisch aufgekochtes Wasser. Ich habe das jetzt nur extra für euch gefilmt. Und das verrührt ihr. Das wird nicht so lange dauern, denn dafür ist die Speisestärke da, damit wir sehen können, ob das den Prozess beschleunigt. Dann bereitet ihr schon ein Glas vor. Ihr könnt Eiswürfel nehmen, müsst ihr aber nicht. Es reicht auch, wenn ihr einfach eure Milch eurer Wahl kalt stellt. Und dann kommt die Creme dazu. Wie man sieht, es hat gut funktioniert, es ist sehr, sehr schnell gegangen. Aber es ist eher so, dass die Creme einsinkt, als dass es wirklich eine Whipped Cream ist. Aber nach einiger Zeit, wenn man es so 1-2 Minuten stehen lässt, sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Dieses Mal nehmen wir 2 Esslöffel Granulatkaffee, 2 Esslöffel Zucker oder Erythrit oder Xylit und 2 Esslöffel heißes Wasser. Und dann beginnen wir damit, das einfach zusammen in eine Schüssel zu tun und schaumig zu schlagen. Das kann durchaus 5 Minuten oder vielleicht auch länger dauern und sollte am Ende ungefähr von Schlagsahne die Konsistenz haben. Dann kommen wir mit unserer Milch, eventuell etwas Eiswürfeln und packen das Ganze darauf. Ihr nehmt also idealerweise einen Tag vorher, wir haben immer welche im Gefrierfach, eine vollreife Banane und packt sie in das Gefrierfach in kleinen Stücken. Und am nächsten Tag könnt ihr sie rausnehmen, mit ein bisschen Backkakao und ein bisschen Zimt mischen. Also ich nehme immer einen halben Esslöffel Backkakao pro Banane und Zimt wirklich nach Geschmack. Und dann wird das Ganze püriert mit dem Stabmixer oder eben auch mit dem Standmixer. Ihr könnt auch gerne noch einen kleinen Schuss Milch dazu tun, damit das Ganze cremiger wird. Das fertige Eis könnt ihr dann schon mal in das Glas eurer Wahl füllen und auch mit ein bisschen Hafermilch auffüllen und so entsteht nämlich dieses Kuhfleckenmuster. Dann mischen wir wieder die Kaffeecreme wie beim klassischen Rezept, das ihr schon vorher im Video gesehen habt. Wir haben jetzt bewusst, ja, du darfst machen, eine Konsistenz gewählt, die eher so sirupartig ist, also so ein bisschen dünner und mal ausprobieren, wie das schmeckt und aussieht. Es hat halt jetzt auch schon sehr krasse Frappuccino-Vibes dadurch. Wenn euch jetzt interessiert, wie mir und auch meinem Ehemann die eigenen Kreationen und die anderen Kreationen geschmeckt haben, dann schaut gerne bei dem längeren Video vorbei. Ich hoffe, die Rezepte haben euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, immer schön ehrlich bleiben, denn Ehrlichkeit obsiegt.